Hallo meine Lieben, wir sind schon in der zweiten Woche und somit bei Tag 7 meine Weihnachtsgeschenkideen. Heute zeige ich euch, wie ihr einen Sack für Kartoffeln oder wie wir sagen würden, Gschwelti machen könnt, und mehr dazu sage ich euch nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist ein Utensilo, was oben einen Beutelzug hat, wo ihr wunderbar heiße Kartoffeln reinmachen könnt. Natürlich könnt ihr auch das Ganze für was anderes verwenden, aber ihr seht, ne, also da habt ihr richtig viel Platz drin. Und na, wenn das Ganze dann drin ist, könnt ihr hier oben zuziehen. Und dann bleibt das, was hier innen drin ist, schön warm. Für die Nicht-Schweizer unter euch, ne, Herdöpfu sind Kartoffeln, und das ist der Witz dran, weil wir Schweizer können ja an Weihnachten, Neujahr nicht ohne Raclette und Käsefondue, von dem her passen Herdöpfu immer dazu. Aber da könnt ihr natürlich das drauf machen, was ihr gerne möchtet. Und wie ihr sowas machen könnt, das gucken wir uns jetzt an. Für das heutige Projekt braucht ihr einiges an Stoffen und Materialien, aber das Ergebnis lohnt sich. Ich fange mal unten an. Und zwar braucht ihr, das wird mein Außenstoff, da braucht ihr 2 Stücke an 30 x 34 cm. Dann, um das zu verstärken, je nachdem, wenn ihr einen Canvas-Stoff nehmt, dann braucht ihr den nicht so zu verstärken, aber ich habe hier nur so eine gewebte Baumwollware, und deshalb habe ich einerseits Flieseline und andererseits noch einen Futterstoff. Beides mit einer Klebeschicht, das heißt, ich kann das auf den Stoff kleben. Das heißt, ich werde zuerst das auf den Stoff kleben und dann den Futterstoff auf die Flieseline. Und die Stücke sind 28 cm x 32 cm, und logischerweise braucht ihr das auch zweimal, weil wir haben ja diese beiden Teile. Dann der Innenstoff. Den setzen wir zusammen, deshalb ist er nicht gleich groß wie der Außenstoff. Das ist hier das Sternenmuster, das wird mein Innenstoff sein. Da habe ich 2 Stücke, 30 cm x 30 cm. Und dann für oben noch 30 cm x 6 cm, auch zweimal. Und um den Tunnelzug innen zu machen, habe ich 2 Stücke 42 cm x 30 cm. Und das Prinzip ist das, also ihr könnt die Größe auch anpassen. Ihr müsst einfach gucken, wenn ihr den Außenstoff, wenn ihr den höher macht, dann müsst ihr hier dieses Teil, der Tunnelzug oben, den Zusatz oben, den lasst ihr in der Größe, aber ihr würdet den hier dann auch höher machen, gleich viel höher wie das. Also wenn ihr hier 5 cm höher geht, dann müsst ihr auch hier 5 cm Höhe mit dazu rechnen. Weil an und für sich ist es so, das Prinzip, wenn wir gucken, das hier ist in der Höhe 34 cm und hier haben wir 30 plus 6 cm. Das heißt, ich bin bei 36 cm. Hier habe ich, weil die werden aneinander genäht, mit 1 cm Nahtzugabe jeweils. Das heißt, hier kommt 1 cm weg und hier 1 cm weg. Und dann sind wir eben auch wieder bei diesen 34 cm. Das ist das Prinzip. Und deshalb müsstet ihr, wenn ihr den größer macht, auch den größer machen. So, das ist das, was wir an Stoffen brauchen. Dann braucht ihr Kordel, 2 Stücke. Die sind 75 cm lang. Dann geschnitten habe ich das Ganze mit dem Schneidelineal und dem Rollschneider. Ich verwende zum Anklippen jeweils die Wonder Clips und dann aber auch Nadeln. Dann
habe ich die Stoffschere immer auf dem Tisch. Ich habe ein Essstäbchen, um die Ecken auszudrücken, etwas zum Anzeichnen. Und ich werde am Schluss auf den schwarzen Stoff noch einen Spruch draufbringen. Na, hier wieder mein Lieblingsbärendeutsch, Herdöpfu, was so viel heißt wie Kartoffeln. Und um das aufzubringen, also das ist eine Flexfolie, um die aufzubringen, brauche ich die Hitzematte und meine Mini Cricut. Und was ich auch gemacht habe, um die Ecken anzuzeichnen, das ist ein Viereck, was 6 mal 6 cm groß ist. Das brauchen wir, um die Ecken anzuzeichnen. Und natürlich brauchen wir auch das Bügeleisen und die Nähmaschine. Was wir jetzt als erstes machen, ist, wir nehmen eben diesen Außenstoff, der 30 cm mal 34 cm ist, legen den auf rechts und dann kommt hier eben zuerst die Flieseline drauf und da wirklich gucken, dass das, was glänzig ist, ist die Klebeschicht, die muss auf dem Stoff liegen und dann legt ihr das wirklich hier so mittig hin. Bügelt es auf. Und kleiner Tipp, zuerst den Stoff bügeln, wenn der auch so faltig ist wie bei mir. Dann das aufbügeln und wenn ihr das drauf habt, dann könnt ihr noch das drauf bügeln. Und weil das die gleiche Größe hat, sollte sich das dann decken. Und das macht ihr mit beiden Stücken. Das mache ich jetzt kurz und bin dann gleich wieder zurück. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr auf den beiden Stücken plus auf den beiden des Außenstoffes, welches 30 x 30 cm sind, Ecken einzeichnen. Und da müsst ihr einfach drauf gucken, ne, das sind 30 und das sind die 34. Da legt ihr einfach die Ecke, die 6 x 6 cm ist, unten in die Ecke und zeichnet das so ein bisschen an. Und dann könnt ihr die mit der Stoffschere ausschneiden. Und das macht ihr eben mit allen 4 Stücken. Wenn ihr das gemacht habt, dann legt ihr rechts aufeinander. Und steckt es kurz ab. Was wir jetzt zuerst nähen werden, sind diese 3 Teile. Und zwar fangt ihr hier an, verriegeln, geht runter bis hier, verriegelt auch wieder, das mit einem Zentimeter Nahtzugabe, das müsste eigentlich entlang von diesem, von der Flieseline und dem Futterstoff entlang sein. Dann hier unten auch anfangen verriegeln, runternähen, verriegeln und dann noch die dritte Seite anfangen verriegeln, runternähen, bis wieder hier oben und da auch wieder verriegeln. Und genau das mache ich jetzt kurz. Let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr hier die Ecken auseinanderziehen. Und das legt sich eigentlich auch in der Regel sehr gut. Dann klappt ihr einfach die Nahtzugaben auseinander auf beiden Seiten. Das Ganze müsst ihr jetzt, ihr spürt es auch von der Obernaht und der Unternaht, das müsst ihr jetzt eigentlich gerade aufeinander liegen. Und die Stücke hier auch. Und so könnt ihr das kurz festmachen. Weil was wir jetzt dann nähen werden, ist beide Seiten auch mit einem Zentimeter Nahtzugabe. Fangt ihr hier an, verriegeln, näht hier runter. Ich gehe hier jeweils zweimal drüber, einfach um sicher zu gehen, dass es gut hält. Und dann
wieder bis zum anderen Ende und da am Ende auch wieder verriegeln und das eben auf beiden Seiten. Und genau das nähe ich jetzt kurz. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss it. Wenn ihr das gemacht habt, dann solltet ihr hier jetzt so ein großes Utensilo haben. Zumindest mal den Außenteil. Und das können wir auch schon beiseite stellen. Das brauchen wir später wieder. Was wir jetzt machen, wir nehmen die beiden Stücke, die 30 x 42 cm sind, die quasi den Tunnel bilden. Und die legt ihr einfach schön aufeinander. Das sind 30 und das wären 42, somit 21 jetzt in der Höhe, wenn es zusammengelegt ist. Und da bügelt ihr oben einmal die Kante und das bei beiden Stücken. Was ihr dann macht, ihr nehmt dieses Stück und macht hier Markierungen. Und zwar hier oben von der Bruchkante, nicht da, wo offen ist. Und da geht ihr einfach von oben runter und macht hier bei 4 cm eine Markierung und bei 6 cm eine Markierung. Und dasselbe auch auf der anderen Seite bei 4 cm und bei 6 cm. Das bildet nachher unsere Öffnung. Jetzt könnt ihr die Stücke rechts auf rechts aufeinander legen. Dann nehme ich zuerst das andere Stück und lege das jetzt hier drauf. Und jetzt da, wo ihr die Markierung gemacht habt, das steckt ihr jetzt kurz einfach ab mit Nadeln, damit ihr das nachher beim Nähen auch seht, weil da dürft ihr nicht nähen. Und den Rest von den Seiten steckt ihr kurz ab, damit das schön zusammenliegt. Und was ihr jetzt macht, ihr fangt hier oben an, verriegeln. Mit einem Zentimeter Nahtzugabe, näht runter bis hier zu der ersten Nadel, verriegelt da, dann startet ihr hier bei der zweiten Nadel, verriegelt und geht da alles runter, runter, runter bis zum Ende. Da verriegelt ihr auch wieder und dasselbe macht ihr auf der anderen Seite, das heißt ihr startet hier, näht runter, also verriegelt, näht runter bis zur ersten Nadel, verriegelt da, startet hier, verriegelt, näht runter bis ganz unten und da verriegelt ihr auch wieder. Was wir auch gleich machen können, sind die Innenstoffe, ne? Die könnt ihr aufeinander legen. Und die auch kurz feststecken. Hier näht ihr nicht wie vorher beim ersten Teil des Utensilos, das hier unten lasst ihr noch offen. Ihr näht nur hier runter, das heißt, ihr fangt hier an, verriegelt, näht runter, verriegelt und das mit einem Zentimeter Nahtzugabe. Dasselbe auf der Seite, oben anfangen verriegeln, runternähen, unten verriegeln. Das macht ihr mit dem. Und was wir auch gleich machen können, sind die beiden Streifen, auch die rechts auf rechts aufeinander legen. Und auch die hier kurz anfangen, verriegeln, runternähen, verriegeln, mit einem Zentimeter Nahtzugabe, die so hier oben anfangen, verriegeln, runternähen, verriegeln und auch mit einem Zentimeter Nahtzugabe. Die Sachen nähe ich jetzt alles kurz an der Nähmaschine. In Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it is Christmas in my heart. Here we go. All right.
Wenn ihr das gemacht habt, dann solltet ihr jetzt die 3 Teile vernäht haben und jetzt könnt ihr am Bügeleisen bei allen die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Das heißt bei dem hier auch und hier auch bei dem. Mal schön die Nahtzugabe auseinanderbügeln und da habt ihr jetzt eben genau beim einen Teil habt ihr hier das Element, wo ihr es nicht zusammengenäht habt. Und wenn ihr es gebügelt habt, dann könnt ihr es kurz wenden und dann an der Nähmaschine einmal schön knapp an dieser Naht runternähen. Das wird teilweise ein bisschen gefriemel, weil ihr natürlich gucken müsst, dass ihr den anderen Stoffteil nicht mit vernäht, aber das sollte eigentlich gehen. Und da geht ihr jeweils einmal rechts und einmal links von der Naht runter und das natürlich auf beiden Seiten. Und nur damit ich euch nicht verwirre, das mit dem Abnähen entlang der Kante müsst ihr nur bei dem machen. Das, was nachher den Tunnelzug hat, bei dem Element und bei dem Element müsst ihr es nicht machen. Da müsst ihr einfach nur die Kanten auseinanderbügeln. Und genau das mache ich jetzt kurz. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you, so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la da da da, oh, 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 la da da da, oh, oh, la da da da. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. And I've lit my house with Christmas lights. So you should come back home to me. And when we wake up in the morning. Das war jetzt zugegebenermaßen ein bisschen ein Gefriemel, aber ihr habt gesehen, wenn ihr es so zusammenknüllt, der Teil, der nicht reinkommen soll, dann geht es einigermaßen. Jetzt habe ich hier auch gleich, also was ich gemacht habe, ich habe es noch kurz einmal gebügelt, einfach damit das wirklich schön aufeinander liegt. Und jetzt haben wir ja hier diese Öffnung bei 2 und 4 cm. Und was ihr jetzt macht auf der Nähmaschine, ihr näht jetzt einmal, respektive zweimal ringsherum. Und zwar einmal hier bei 4 cm und dann einmal bei 6 cm und beides mal einfach ringsherum, damit ihr da diesen Tunnelzug habt. Play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la da da da, oh, 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 la da da da. Making our Christmas memories. Yes. Südele, das habe ich gemacht und ne, wer hat meinen Washi-Tape-Trick noch nicht gekannt?
Aber das hilft wirklich, ne, wenn ihr eine bestimmte Distanz haben müsst, dass ihr da einfach an der Kante das kurz hinlegt, dort wo ihr nähen müsst und dann einfach ein Washi-Tape auf die Nähmaschine klebt, weil das kann man dann super auch wieder wegnehmen. Funktioniert immer. So, jetzt müssen wir die 3 Teile zusammennähen. Ich nehme hier, na, das ist unser quasi Innenbeutel, der mit den Ecken unten. Ich mache da jetzt einfach mal die beiden Nähkanten aufeinander. Dann kommt dieses Element rein. Und zwar so, dass ihr da, wo ihr die Öffnung habt, dass liegt im Moment hier drin. Und dann ist es eben so, dass hier, wo es geschlossen ist, wo ihr die Naht habt, hier ist es offen und so kommt es jetzt in den Beutel rein. So dass hier einfach schön Kante auf Kante liegt. Ich stecke das kurz einmal ab. Und zwei beide, ne? Wir haben hier ja 2 Teile von der Innentasche. Und das auch auf der anderen Seite, das heißt mein Außenbeutel, der eine Teil des Tunnelzugs und der andere Teil des Tunnelzugs. Und jetzt kommt auch dieses Teil und zwar auf links, nicht auf rechts, sondern auf links. Das heißt, euch guckt die schöne Seite an. Auch da wieder gucken, dort wo die Naht ist, dass das auch reinpasst. Jetzt habt ihr hier, ne? 1, 2, 3, 4 Schichten aufeinander, aber da es ein dünner Stoff ist und wir haben ja den Innenstoff, sollte das wunderbar funktionieren. Dann auch auf der anderen Seite. Dann macht ihr auch noch den Rest fest. Und da näht ihr jetzt einmal ringsherum mit 1 cm Nahtzugabe und einfach ringsherum, bis ihr wieder da seid. Und hier, weil das eine Naht ist, die man nicht zieht, werde ich auch am Anfang und am Ende verriegeln, wenn ich nähe. Das mache ich jetzt kurz. Just gonna be you and me, hanging by the fire chill. This is how it's supposed to be, making our Christmas memories. Was ich dann gemacht habe, ich habe das Ganze kurz gewendet und hier, ne, das ist der Innenbeutel, das ist dasjenige, was nachher den Tunnelzug hat. Da habe ich einfach die Naht auseinander gebügelt. Innen drinne ist dieses schwarze Element und da habe ich einfach geguckt, dass die Nahtzugaben nach unten gucken. Und so nähe ich das jetzt einmal knappkantig ab. Am besten steckt ihr euch das schwarze Element kurz hoch, damit ihr da nicht Gefahr lauft, dass ihr das irgendwie mit einnäht. Das heißt, ich gehe hier einfach rein und mache das Element hier kurz fest an ein paar Stellen, damit das dann nicht fälschlicherweise runterrutscht. So, und jetzt gehe ich an die Nähmaschine und nähe das kurz knappkantig ab. Und ich werde das so nähen, dass hier ist jetzt unten, ne, da wo wir die Ecken rausgeschnitten haben, das ist mein Tunnelzug. Und da nähe ich jetzt hier schön knappkantig auf der Seite
einmal ringsherum und befestige quasi so die Nahtzugaben nach unten. I'm driving, you're smiling, just really doing nothing. That's the thing I like about you. On the highway, it's our way, Route 66, and we keep on driving. We just do what we wanna do. Yeah, no, nothing's complicated with you. Hey, playing songs. Ich habe da wirklich immer wieder drauf geachtet oder kontrolliert unten, dass die Nahtzugabe wirklich schön nach unten liegt und eben dieser schwarze Teil hier nach oben liegt, damit ich da ja nichts einnähe oder falsch nähe. Das waren alle Nadeln. Und jetzt machen wir das, was wir am Anfang beim anderen Utensilo auch gemacht haben oder beim Außenteil gemacht haben. Ich drehe das kurz wieder zurück. Jetzt legen wir das so hin, dass das hier wieder aufeinander liegt. Und ich mache das kurz fest hier. Weil jetzt nähe ich kurz hier mit 1 cm Nahtzugabe, nähe ich das, ich verriegle hier, nähe dann runter, verriegle und dann könnt ihr wie beim anderen Teil die Ecken nähen. Das heißt auch wieder das dann zusammenlegen, hier die Ecken und dann hier auf beiden Seiten einmal entlang nähen, genau gleich wie ihr das hier gemacht habt. Die beiden Schritte mache ich jetzt kurz. Sing along to the words that we don't know how. Brings out the wildness. Let's just run away. Yeah, I could drive the whole along. Being with you is like being on the rodeo highways. Brings out the wildness. I got a little crush on you. You say that I'm crazy. It's just the way that I get every time that I am with you. So, und jetzt haben wir 2 Beutel, ne? Und den lasst ihr so, das heißt, der Außenstoff guckt jetzt nach innen und den anderen Beutel, den wendet ihr jetzt, dass ihr die schöne Seite jetzt außen habt. Und so kommt es jetzt in das andere rein, aber dieser Beutel hier, den legt ihr am besten so ein bisschen um und zieht hier das schwarze Teil hoch, weil an dem nähen wir das jetzt gleich fest. Das heißt, ich gehe hier mit den beiden Ecken rein, damit sich die dann mit den anderen beiden Ecken innen treffen. Dann geht es darum, dass hier von diesem schwarzen Element, das hier auf das schwarze Element trifft, und zwar die Nahtzugaben und auch beide schön auseinander. Das auch auf der anderen Seite. Und ihr merkt, ne, wir sind langsam auf der Zielgeraden. Jetzt könnt ihr den Rest auch noch feststecken. Ihr braucht einfach noch eine Wendeöffnung, um das Ganze durchwenden zu können. Also wirklich, ich würde dann ein gutes Stück nehmen, wo ihr das dann nicht näht, damit ihr da den Beutel durchwenden könnt. Die markiere ich mir auch kurz. Laughter takes me to heaven. I just wanna make you repeat it and repeat it again. Yeah, you make the sky so blue. No, nothing's complicated with. Und so näht ihr das jetzt auch zusammen. Das heißt, ihr fangt hier an, verriegelt mit 1 cm Nahtzugabe das Ganze, verriegelt hier und dann näht ihr einmal komplett ringsherum bis zum anderen Ende der Wendeöffnung und verriegelt auch da wieder. Hey, playing songs on the radio.
So, und jetzt kommen wir zu dem Teil, den ich persönlich immer am coolsten finde. Wir können das Ganze jetzt über die Wendeöffnung wenden. Ich hoffe, ich habe das nicht zu knapp bemessen, aber naja, gucken wir mal. Zuerst den Innenbeutel rausnehmen. Dann haben wir den schon mal. Und dann holt ihr euch am besten eine der Ecken und zieht die dadurch. Und dann könnt ihr mit dem Essstäbchen die Ecken schön ausarbeiten, sodass ihr dann hier einen schönen Boden habt. Dann könnt ihr hier das kurz zurückstülpen und die Innentasche reinstülpen und die so ein bisschen in die Ecken drücken. Was wir als nächstes machen, ist hier oben diese Kante. Die könnt ihr auch kurz bügeln, damit das wieder schön liegt. Aber wirklich gucken, dass außerdem nichts anderes, also dass ihr wirklich nur die Kante hier habt und sonst nichts drunter liegt an Stoff. Der Rest sollte wirklich alles schön drin sein. Und ich mache jetzt kurz ringsherum. Und hier habt ihr jetzt die Wendeöffnung. Da wirklich gucken, dass ihr die auch schön so zurechtlegt, dass ihr da eine schöne Kante quasi habt und die dann auch kurz festmachen. Nur zum Sagen, das war bei mir, die Wendeöffnung war schon ein bisschen knapp. Man sieht es dann jeweils auch, wenn hier anfängt die Naht so ein bisschen auszufransen. Aber es hat knapp gereicht. Und was ich jetzt mache, sind 2 Nähte. Und zwar eine hier schön knappkantig dem Rand entlang, einmal ringsherum, und damit verschließt ihr hier auch die Wendeöffnung. Und eine zweite Naht näht ihr so knappkantig hier auf dem schwarzen Stoff, einfach auch ringsherum hier entlang, auch schön knappkantig, damit dieser Teil hier wirklich schön stabil aufeinander liegt. Und genau das mache ich jetzt kurz. It's our way, Route 66, and we keep on driving. We just do what we wanna do. Hey, playing songs on the radio, sing along to the words that we don't know how. Brings out the wildness. Let's just run away. Yeah, I could drive the whole night long. Be with you is like being on the rodeo highways. Brings out the wildness. I got a little crush on you. Ooh, I got a little crush on you. I got a little crush on you. I got a little crush on you. I got a little crush. Jetzt, bevor ich die Kordel einziehe, werde ich hier noch meinen Spruch drauf bringen. Ich mache die Cricut Mini auf eine 2. Das ist die passende Hitzestufe für meine Folie. Und dann gucke ich mir an, wo ich vorne haben will. In der Regel nehme ich die Wendeöffnung hinten. Und dann gehe ich da kurz noch mit dem Lindroller drüber, einfach damit ich da nicht Fasern einarbeite, die ich eigentlich nicht drauf haben will. Dann gucke ich mir so ein bisschen an, wo ich das haben will. Na, hier wird ja quasi die Kante sein. Ich glaube, ich mache das effektiv in die Mitte. Hier oben. Das lenkt dann ein bisschen davon ab, dass ich hier nicht schön genäht habe, ne? So, jetzt heizt sich das kurz ein bisschen auf. Dann können wir das da drauf bringen.
Da muss ich jetzt einfach 30 Sekunden auf jeder Stelle drauf. Das hat wunderbar funktioniert. Kann man auch wieder ausschalten. Und dann geht es noch darum, die Kordel einzuziehen. Jetzt, damit euch das am Anfang nicht ausfranst, hilft es jeweils, wenn ihr so einen Klebestreifen drum macht. Und dann könnt ihr eine Sicherheitsnadel nehmen, das hier vorne so ein bisschen einspulen. Und jetzt muss das von der Seite hier durch den Tunnelzug durch. Da könnt ihr das, wir haben ja genug Platz für die Kordel. Guckt einfach drauf, dass ihr nicht eine zu große Kordel nehmt. In this moment, gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely. I am finally home. Das heißt, ihr geht wirklich einmal komplett drumherum. Und dann könnt ihr hier am Ende einen Knoten machen. Und jetzt kommt die Seite, die ein bisschen schwieriger ist, weil da schon eine Kordel im Tunnel drin ist. Und jetzt geht ihr nicht auf der Seite, wo sie die erste rauskommt, sondern auf die andere Seite. Und dann habt ihr hier oben einen wunderbaren Tunnelzug. Das heißt, wenn das gefüllt ist, dann könnt ihr das hier wunderbar schließen. Und so habt ihr ein super cooles Utensilo mit genug Platz für genug Kartoffeln. Und oben kann man es dann einfach wieder aufziehen. Und da habt ihr ganz viel Platz innen drinne für die Kartoffeln. Das war jetzt wieder ein bisschen ein größeres Projekt, aber ich finde, so kann man gut einen Sonntagnachmittag investieren und jemandem so ein super cooles Geschenk machen. Und das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen und ihr habt Lust, es selber auch nachzunähen. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder am Tag 8 meiner Serie. Bis dahin, bleibt gesund. Magic places in the